Deutsche sind in Peru sehr beliebt. Das liegt aber nicht an dem Deutschland von heute, sondern hat eine lange Geschichte. Es gibt eine Frau aus Deutschland, die jedes Kind in Peru kennt. Zu ihrem Geburtstag feiern alle Peruaner einen landesweiten Feiertag. Diese deutsche Wissenschaftlerin ist eine peruanische Nationalheldin. Sie heißt Maria Reiche. Willkommen zum neuen Video mit uns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir mussten ja Peru fluchtartig verlassen, weil unser Visum ausgelaufen ist. Es gab politische Unruhen, wir haben es ja schon im Short gesagt. Aber zu dem kommen wir später, da gibt es nochmal ein extra Video zu. Bevor wir Peru verlassen mussten, hatten wir aber zum Glück noch die Chance, in diese wunderbare Geschichte dieses einzigartigen Landes einzutauchen. Ihr könnt mich gerne berichtigen, aber ich glaube, Peru ist das Land mit den meisten archäologischen Funden, einer Ruine an der anderen. Und es sind eben nicht nur die Inka-Ruinen oder das bekannte Machu Picchu, da gibt es viel, viel mehr. Und heute im Video geht es darum, was unsere Geschichte, also unsere deutsche Geschichte, mit der Geschichte der Peruaner verbindet. Es geht um eine Frau, die in Peru jedes Kind kennt und die in Deutschland fast unbekannt ist. Es geht um Rassismus, der später in Bewunderung umgeschlagen ist. Es geht um deutsche Tugenden und Tatendrang, so wie wir nun mal drauf sind, die von den Peruanern nicht nur belächelt wurden, sondern eher verspottet wurden. Die Geschichte zwischen Peru und Deutschland, die geht lange, lange zurück. Denken wir nur an Alexander von Humboldt, der im 19. Jahrhundert in Lima bei den Messungen der Meerestemperatur den kalten Strom entdeckt hat, also sprich diese kalte Meeresströmung, die vor Südamerika ist und die ja heute seinen Namen trägt, also der Humboldt-Strom. Oder denken wir an die ersten Siedler, die Deutschen, die hergekommen sind und mit den Österreichern gemeinsam Orte wie Oxapampa gegründet haben, wo man heute noch Deutsch spricht und wo deutsches Fachwerk zu finden ist. Also die Geschichte zwischen Peru und Deutschland, die geht lange, lange zurück. Aber heute geht es explizit um eine deutsche Wissenschaftlerin, die 1932 entschlossen hat, Deutschland zu verlassen und nach Peru zu gehen. Und nicht wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, dass sie mal Teil der peruanischen Geschichte und des peruanischen Nationalstolz sein wird. Es geht um Maria Reiche. Maria Reiche ist eine Mathematikerin, Archäologin aus Deutschland und die schon sehr früh entdeckt hat, dass ihre Leidenschaft in den Nazca-Linien liegt. Und zu einem Zeitpunkt, wo Peru noch überhaupt gar nicht sensibilisiert war, in irgendeiner Art und Weise seine archäologischen Funde zu sichern. Das heißt, die haben Bauarbeiten gemacht, die sind da einfach durchradiert. Und sie ist diejenige gewesen, die im Endeffekt diese Linien für die Nachwelt gesichert hat. Wie ich schon gesagt habe, wurde sie anfänglich von den Peruanern nur verspottet. Sie wurde als verrückte Weiße bezeichnet, als Hexe, die Bekloppte, die mit dem Besen durch die Wüste rennt. Und all das hat sie nicht gestoppt, sondern sie hat weitergemacht und hat eigentlich bis zu ihrem Lebensende dem Land Peru gedient. Heute kennt jedes Kind Maria Reiche. Es wurden Schulen nach ihr benannt, es gibt ein Museum, was ihren Namen trägt. Sie hat internationale Auszeichnungen bekommen und sie wird heute als Wächterin der Nazca-Linien bezeichnet und die Peruaner feiern den Feiertag, der landesweit gilt, zu ihren Ehren. Doch all die Nachforschungen, die sie über Jahre gemacht hat, bis an ihr Lebensende, haben nie zu einem endgültigen Ergebnis geführt. Also die Nazca-Linien, es bleiben Fragen offen und heutzutage fangen japanische Teams wieder an, neue Nachforschungen anzustellen. Man weiß nicht genau wann, wie, wo, etc. Es sind Steine, ja, die sind schwer zu sortieren. In Deutschland kennt Maria Reiche fast niemand und hier jedes Kind. Also umso wichtiger, ihre Geschichte zu erzählen und wir haben außerdem Lust, die Nazca-Linie mit eigenen Augen zu sehen. Deswegen fahren wir dahin und gucken uns das an. So, wir sind bei den Nazca-Linien angekommen. Das ist ja schon krass. Also
Die Dinger sind ja zeitweilig fast 100 Meter lang oder mehr sogar noch. Ja. Und gibt es wohl seit 2000 Jahren. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja, dass da einfach nur Steine weggeräumt worden sind. Und das wird ja nicht in den Fels gekratzt, sondern da wurden Steine weggeräumt. Und das ist der Unterschied zwischen Steinen und Nicht-Steinen, sind die Nazca-Linien. Also echt schon ganz, ganz heftig. So, und Alessandra ist da jetzt noch oben auf dem Turm. Ich bin schon mal runtergegangen. Ich habe ja vor nicht vielen Sachen Angst, aber vor der Höhe schon. So, ich weiß nicht warum. Ja. Also ich kann auf Berge aufsteigen, ich kann alles. Ich kann nur nicht an eine Abhangkante rangehen oder an ein Geländer von einem Balkon oder eben so einen blöden Turm. Und wenn der Turm sich dann auch noch bewegt, weil die Leute darauf laufen, dann machen meine Eier diesen hier. So, das halte ich einfach nicht aus. Ich weiß gar nicht warum. Gut, ist eben so. Naja, Alessandra macht jetzt noch ein paar Filmaufnahmen und dann geht es weiter. Es soll noch ein paar mehr Linien in die Richtung gehen. Wir fahren da runter. Mal gucken, was wir da noch entdecken. Um die Bedeutung von Maria Reiche für Peru wirklich zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurück in die Geschichte gehen. Die Geschichte dieses geheimnisvollen Ortes begann 1927. Der peruanische Archäologe Toribio Mejia Xespe entdeckte die Nazca-Linien, als er mit einem kleinen Flugzeug über das Gebiet flog. Einige Jahre später untersuchte der amerikanische Geschichtsprofessor Dr. Paul Kosok die Nazca-Linien und die Geoglyphen erstmals eingehend. Er vermutete, dass es sich bei den gigantischen Figuren um einen astronomischen Kalender handelte, der um 500 nach Christus von der Nazca-Kultur geschaffen wurde. Einige Wissenschaftler hielten sie für Bewässerungskanäle und andere vermuteten, dass die Linien und Figuren einen religiösen Zweck hatten. Maria Reiche lernte Professor Kosok kennen und nach seiner Rückkehr nach Amerika führte sie seine Forschungen und Theorien alleine fort. In diesem Moment hatte sie das Gefühl, gefunden zu haben, wonach sie jahrelang gesucht hatte, nämlich ihrem Leben einen Sinn zu geben. Sie hatte es in den 1950er Jahren nicht leicht. Sie musste hart kämpfen, um als Archäologin und Wissenschaftlerin, als Frau und Ausländerin respektiert zu werden. Die Einheimischen nannten sie verrückte Gringa oder auch die Hexe. Für viele war sie einfach eine Verrückte, die durch die Wüste lief. Aber das war ihr egal. Ihr einziges Interesse war es, mehr über die Geoglyphen zu erfahren und Antworten auf die Fragen zu finden. Wer hat die Linien produziert? Wie haben sie es gemacht? Wann? Und vor allem, warum? Es wurde für die deutsche Wissenschaftlerin zur Lebensaufgabe und nach erfuhr die Welt von den Nazca-Linien. Andere Wissenschaftler kamen, um sie zu erforschen und zu fotografieren. Wasser und Elektrizität kamen und Tourismus und Handel begannen. Alles dank dieser verrückten Weisen. Auch neugierige Menschen kamen, um die gefundenen Steine und Relikte zu stellen. Maria Reiche wurde zur Beschützerin dieses Erbes und verjagte diese Menschen mit dem Besen, mit dem sie die Linien und Muster reinigte. Sie musste sich aber auch gegen die Behörden wehren, als diese ein Projekt zum Anbau von Baumwolle auf dem Land der Geoglyphen vorlegten und diesen Schatz damit für immer zerstört hätten. Seit 1994 sind die Nazca-Linien Teil des Weltkulturerbes. Sicher ist, dass es ohne die Nazca-Linien heute nicht mehr geben würde. Dafür ist Peru der Wissenschaftlerin sehr dankbar. Und deshalb kennt heute jedes Kind in Peru die Deutsche, die mit dem Besen die Wüste gereinigt hat. Und wer hat hier die Nachforschung gemacht? Wer ist hier wieder federführend gewesen, damit man überhaupt weiß, was es ist? Es waren nicht die Schweizer. Nee, die Frau heißt Reiche und ist eine Deutsche. Und die hat hier, ja, wenn ich das richtig gelesen habe, fast 50 Jahre ihres Lebens verbracht und hier mit den Nazca-Linien geforscht und kam nicht wirklich zu einem Ergebnis. Also es ist immer noch nicht alles ganz klar, warum es die Linien gibt und warum sie das gemacht haben, wer genau, wann genau, also so ungefähr, aber ne? Und jetzt haben wir ein Relikt gefunden,
Ach, unglaublich, das passt zu uns, das passt zum Kanal. Mit welchem Auto ist Maria gefahren? Natürlich mit einem T1, so gehört sich das, zunft echt. So, mit Nazca-Linien drauf, richtig geile Karre. Das Ding hätte ich ja gerne. Das ist ja richtig fett. Der ist ja richtig viel Geld wert in Deutschland. Hammergeiles Teil. Also man ist schon früher mit dem VW-Bus gefahren, das passt einfach zu Südamerika. Deswegen machen wir das auch. Also mit dem VW-Bus, das kann auch nur Security sein, aber sicher ist, dass Maria Reiche mit einem Käfer gefahren ist. Volkswagen-Fan, und zwar einer der ersten Generationen. Doppelfenster. Schön. Ja, und am Ende hat sie sich sogar hier begraben lassen. Also die liegt hier ist das Grab und die ist aus Dresden. Renate Reiche heißt sie. Das ist die Schwester Renate und die eigentliche Doktora ist Maria Reiche. Und wie man sieht, 1903 geboren, die eine, und 1998 gestorben. Unglaubliches Leben und eine unglaubliche Lebensspanne. 1906 bis 1995. Ja, und ohne die Nachforschung von Maria Reiche würde man eben heute überhaupt, also bei weitem nicht das Wissen haben über die Nazca-Linien, was heute vorhanden ist. Hi. Also meine Lieben, ich bin hier nicht ins Loch gefallen, sondern wir direkt neben dem Platz, wo wir stehen, ist ja wieder mal das unglaublichste Ding, was es überhaupt nur gibt. Ich stehe hier drin in einem Aquädukt. Aquädukt bedeutet ja Wasser transportieren. Und dieser Aquädukt ist von der Nazca-Zivilisation gebaut worden, und zwar vor 1500 Jahren. Und der wird heute noch benutzt, um die Stadt Nazca, die Menschen in Nazca und die Felder zu versorgen. Nochmal zum Mitschreiben. 1500 Jahre ist das Ding mindestens alt, ja, und versorgt heute die Stadt immer noch mit Wasser und Trinkwasser. Und das bedeutet ja, dass die was gebaut haben, und vor allem aus Rundsteinen, ohne Mörtel, das muss man sich mal vorstellen, ja, was heute noch in Funktion ist. Und viele Dinge, die wir heute bauen, die halten ja keine 3 Tage. Das heißt, das ist eine unglaubliche Leistung, und es funktioniert ja alles ohne irgendwelche Mechanik, Elektrik oder irgendwas. Also Hut ab davor, wirklich unglaublich. Also hier sind überall solche Trichter, die sind im Abstand zeitweilig von 50 Metern, ab und zu mal ein bisschen länger, dann verzweigt sich das auch, wie man sieht. Ja. Und jetzt haltet euch mal fest, das ist der Zugang zu diesem Aquädukt. Das heißt, die sind zur damaligen Zeit, konnten die ja keine geraden Löcher bauen. Die mussten ja irgendwie da unten hin, weil das Wasser muss ja Gefälle haben. Es geht ja nicht, dass das Wasser einfach oben lang geführt wird, dann muss man ja Pumpen haben. Und das hatten die ja nicht. Das heißt also, das muss man sich nur mal vorstellen, da haben die jetzt alle 50 Meter ein Trichterloch gebaut, wo man reinlaufen kann. A, kann man da Wasser entnehmen, und B, für die Revision. Geht einer rein, krabbelt durch den Aquädukt, putzt den dabei bis auf die andere Seite, um eben zu verhindern, dass das Ding verstopft. Richtig, richtig, richtig krass. Also unglaubliche Szenerie hier. Ja. Das haut mich glatt aus den Socken. Wir hatten uns ja vorher schon intensiv mit Maria Reiche beschäftigt. Und jetzt treffen wir hier am Aquädukt diesen Mann, der Steine verkauft. Nachdem Björn mit ihm über Volkswagen-Busse gesprochen hat, erzählt er uns seine Geschichte. Er war Mitarbeiter von Maria Reiche. ¿Cómo era trabajar con la señora Reiche? Ella se dedicaba a todo su trabajo nomás, día y noche trabajo. Ahí en el timón de Volkswagen, el timón es así. Sí. En el timón ponía una tabla y ponía sus planos arriba, y ahí no me trabajaba. Ahí vivía todo. Es una pasión, ¿sabes? Una pasión, o sea, ella estaba, y como le puedo decir, apasionada a las figuras de la Pampa. Para ella no había de día, no había de noche, no había pueblo, no había nada. Todo el tiempo estaba ahí. Si dice sobre mi pueblo, cuando un alemán tiene algo en la cabeza, lo hace como un loco. Ya ahí queda. Vino la doctora Renata, su hermana también vino. Also ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wir sind jetzt raus aus dem Aquädukt und wir treffen hier einen super lieben Herrn. Yo soy Lucio Calle García, yo fui su ayudante de dibujo y chofer de la doctora María Rey. Impresionante. La que yo he sido el primerito que he comenzado a grabar las figuras de la Pampa en las piedras. Todavía sigo trabajando hasta ahora, acá en Nazca.
Muy bien, muchas gracias, señor. Y muchas gracias, haces un buen arte. Ciao. Gracias. Hasta luego. Okay, gracias. Ciao. Also, man kann sich das nicht vorstellen. Er hat mit Maria Reiche ewig zusammengearbeitet und hier hängt auch ein Foto, wie sie da im VW-Bus sitzt. Und das ist ja das, wo wir im Museum waren und uns angeschaut haben, wie die Nazca-Linien überhaupt entstanden sind. Und er war ihr Adjutant. Ist ja schön. Das ist doch ein schönes, hat sich das ja schön geschlossen, die Geschichte sozusagen. A mí también me decía que yo era su hijo negro. Yo lo cargaba en mi hombro, yo lo cargaba acá, aquí le estoy cargando, yo lo cargaba aquí en mi hombro y la llevaba y la sentaba acá en la combi. Ah, qué bueno. Todo esto yo, no podía moverse. No, cuando ya estaba más ancianita, pero ella quería ir a La Pampa, yo la llevaba y me la alzaba al hombro y la llevaba adentro. Impresionante. Hasta ya más, hasta viejita ya. Y acá también la doctora Renata. Ella iba a ser sucesora, ella era Phyllis Piglow, una americana. Ah, okay. Iba a ser sucesora, trabajó 5 años y no resistió el calor, mucho calor. Se fue y quedamos nomás nosotros. Wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert und mehr über Maria Reiche wissen wollt, dann schaut euch doch einfach den Film an, der dieses Jahr rausgekommen ist. Wir haben das bei unseren Recherchen entdeckt, wir wussten es selber vorher nicht, aber seit September gibt es einen Film über Maria Reiche. Das ist eine deutsch-französisch-schweizerische Koproduktion. Und ja, der ist in den Kinos seit September. Wir selber haben den Film nicht gesehen, das ist jetzt hier auch keine Werbung, sondern es ist der einzige, den es gibt, deutschsprachig. Also insofern, wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich den noch angucken. Für uns geht es morgen weiter, wir verlassen Nazca und es geht auf in die Berge Richtung Cusco. Guten Morgen, ihr Lieben. Also normalerweise ist ja Vanlife immer schön getrimmt, sieht alles toll aus, schöne Lichter gespannt, alles ordentlich. Wir zeigen euch heute mal ungeschnitten, wie es bei uns aussieht. Start in die neue Episode, Start auf in die Berge. Es geht nach Cusco, es geht zu den Inka-Ruinen. Und wenn es bei uns losgeht, dann sieht das eben einfach so aus. Hey Baby, bist du bereit? Heute Berge? Ja, ich bin bereit, aber viel Arbeit zu machen hier vorher. Und es sieht wirklich nach komplettem Chaos aus. Also es sieht nicht nur so aus, es ist Chaos. Und den Kram müssen wir jetzt erstmal alles auseinanderpflücken. Dann geht's los, auf in die Berge, wir freuen uns drauf. Und dann geht's wieder auf 4000 Meter, es ist wieder kalt. Das Chaos hat einen Namen: Roadhouse-Bus. Wenn man in Südamerika ist, gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Man muss nur jemanden finden, der es einem herstellt. In jedem größeren Dorf gibt es eine Torneria, also einen, der eine Drehbank hat. Wir brauchen einen Anschluss, um unsere Gasflasche in Zukunft selbst zu befüllen. Was hier nämlich nicht klappt, ist, eine fremde Gasflasche zu befüllen. Das macht einem keiner. Einen Adapter, an dem wir einfach einen Schlauch anschließen und dann das Gas aus einer anderen Flasche umfüllen. Und da es hier keinen Adapter zu kaufen gibt, produzieren wir ihn eben selbst. Ja, das ist richtig geil. ¿Cómo se llama? Yo, Carlos. Carlos ist der Allerbeste. Der hat uns nämlich die Verbindung gebaut, dass wir jetzt unsere Gasflasche befüllen können. Und die hier gedreht in Bronze. Richtig, richtig geil. Danke, Carlos. Okay, danke. Super, klasse. Super, klasse. Bin ich mal gespannt, was sie mitbringt. Na, was gibt's Schönes? Dattel. Datteln, wow! Listo para comer. Richtig schön. Y naranja. Danke. 6 soles 2 kilos. 6 soles 2 Kilo. Gringo-Preis. No, ha dicho que estaban a 6 Ah. soles. Gracias. Ciao, hasta luego! Wenn man in Peru vom Meer wegfährt, ist man sofort in den Bergen. Es geht sofort steil bergauf. Es gibt überhaupt gar keine Zone, wo es keine Berge gibt oder man nicht am Meer ist. Sowas wie Flachland gibt es hier nicht.
Und es gibt echt bekloppte Autofahrer hier. So, wir haben Nazca verlassen. Wir sind auf dem Weg in die Berge. Unser Ziel, also unser weit gestecktes Ziel, ist Cusco. Wir fahren in die Gegend der Inka. Das heißt, viele Ruinen, heilige Stätten, genau das, was ja eigentlich Peru ausmacht. Und ja, jetzt geht es einfach nur noch steil bergauf. Wir sind schon, ich denke, wir sind schon fast hier auf 1500, vielleicht schon fast 2000 Meter. Geht Serpentinen hoch und das Schlimme ist, die LKW-Fahrer, die fahren einfach die gesamte Kurve aus und zeigen es nicht an. Also die sagen nicht vorher, also hupen nicht oder sonst was und sind dann einfach in deiner Spur. Ich fahre halt super langsam, so dass ich noch bremsen kann und dann geht es. Aber jetzt, passt mal auf Leute, jetzt kommt's. Es ist schon 24 Stunden später. Wir haben gestern unseren Einkauf gemacht und wir wollten gestern losfahren. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir für einen beschissenen Start hatten. Dazu später mehr. Aber jetzt geht es erstmal rauf in die Berge und ich erzähle euch später, was ihr definitiv nicht machen dürft, wenn ihr an eurem Bus drum schraubt. Weil das war echt ein Riesenfehler. Na, da habe ich mich verschätzt. Ich habe gedacht, wir sind so auf 1,5, wollten noch weiterfahren. Sagt Alessandra, nö, wir bleiben jetzt hier stehen, weil wir sind schon auf 2800 Meter. Und das geht jetzt rauf bis auf über 4,5. Und das macht man ja nun mal nicht. Wir waren jetzt durchgehend auf Meeresniveau. Das heißt, wir werden Tod und Teufel tun, jetzt direkt hochzufahren, weil das ist für die Höhenkrankheit das Schlimmste, was man machen kann. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach mal eine Nacht lang hier, uns ein bisschen dran gewöhnen und fahren dann eben morgen weiter. So. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade im Auto erwähnt habe, was ihr niemals machen solltet. Ich spiele das mal kurz ein. Ihr seht jetzt hier, ich habe ja die Bremse hinten stillgelegt, weil der Zylinder kaputt war und weil wir so einen langen Bremsweg hatten. Und das kann man auch machen. Und macht man einfach einen Nagel rein in die Bremsleitung und dann schraubt man die Bremsleitung wieder schön fest und der Nagel, der schließt dann ab die Bremsleitung und es wird eben nicht mehr Bremsflüssigkeit in diesen Zylinder eingespritzt. Hat man zwar hinten rechts keine Bremse mehr, aber insgesamt bremst es auch der vorne zu 80% und hinten nur zu 20%. Das heißt, man merkt selber davon nicht viel. Und es ist sicherer, als wenn man zweimal treten muss. War auch alles okay, aber ich, Idiot, habe eine Schraube genommen, die angeschrägt ist, also die sozusagen eine Holzschraube. Und die hat wie ein Ventil agiert. Das heißt, die ist dauernd, wenn ich gebremst habe, ist die kurz aufgegangen, hat Bremsflüssigkeit in den Zylinder reingejagt. Und wenn ich dann eben die Bremse losgelassen habe, dann ist die Bremsflüssigkeit nicht wieder rausgeflossen, weil das abgeschlossen hat. Was dazu geführt hat, dass uns hinten rechts die Bremse blockiert hat. Und wir mit riesigem Rauch, mit einer mega Rauchschwade gefahren sind, bis uns zum Glück jemand angehupt hat und gesagt hat, Alter, eure Bremse hinten ist blockiert. So, jetzt habe ich natürlich die gesamten Bremsbeläge kaputt gemacht, plus den Bremszylinder, allem drum und dran. Super, es war also wirklich der richtige Scheißtag gestern. Es war so richtig zum Kotzen. Ja? So, und jetzt haben wir es halbwegs wieder hingekriegt, bremst wieder, neuer Zylinder eingebaut und deswegen hat es 24 Stunden gedauert und wir sind jetzt erst wieder unterwegs. Naja, manchmal ist es eben so. Ja, am Ende war der Bremszylinder auf der Seite Schrott und deshalb hatten wir über Monate hinweg diese Bremsprobleme. Seitdem der gewechselt ist, bremst das Auto wieder vernünftig. Mali, komm mal her. Na, ihr seht ja lustig aus. Da oben ist einer, hier eine ganz alte Version. Komm mal her, du siehst ja fast aus wie Wilma. Na komm mal her, Dicker. Dicker will nicht kommen. Danke für eure liebe Unterstützung bei PayPal. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao!